Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von City Bus Managers aus Lübeck. Ja, was habe ich in der letzten Folge oder konntet ihr sozusagen sehen in der letzten Folge? Und zwar folgendes. Da habe ich ja einmal auf das Video angesprochen, wo ich ja den Kommentar erwähnt habe oder eingegangen bin von The Bus, der Linie 17 Hamburg DLC sozusagen. Bin ich ja sozusagen nochmal drauf eingegangen, habe da sozusagen als Antwortsatz oder als Antwortkommentar sozusagen dagelassen. Ja, und ansonsten haben wir ja noch relativ viele Fahrzeuge gekauft und auch weiteres Fahrpersonal eingestellt. Also wir haben jetzt die Anzahl der Fahrzeuge zusammen, die wir brauchen, um die Linie 4 in den Betrieb aufnehmen zu können. Also laut rein fahrzeugtechnisch. Aber vom Fahrpersonal müssen wir da noch einen kleinen Moment sozusagen warten. Da brauchen wir, wie gesagt, noch ein halbes Dutzend, also 6 Fahrer brauchen wir da. Und da spricht mir momentan der hier an, Dominic Hunter. Jo, der ist auch schon mit an Bord, das ist gut. Fahrer 74. Ja, aber das reicht natürlich noch nicht. Da brauchten wir eigentlich noch weitere Fahrer und so dafür. Aber das werden wir so nach und nach abarbeiten. So, wir sind in der Gruppe 2. Fahrer 15, 16 sind auch schon weg. Fahrer 26 gilt ebenfalls schon, ist auch schon unterwegs. 30. Fahrer 36, alles klar. Da nehme ich lieber für die Linie 2 einen Gelenkbus. Das war doch die Linie. Ne, Linie 2 war das, okay. Da können wir einen Gelenkbus einsetzen. Auf den zweiten Umlauf, den wir jetzt nochmal für die 2 haben, da können wir auch einen Citaro einsetzen. Weil ich habe ja auch vor, hier die kleineren Busse, also da würde dann auch hier der Line City A21, weiß ich noch nicht. Aber diese beiden Dinger hier, wie gesagt, MAN Line City MA47 und der Mercedes-Benz C2 K, die würden wie gesagt damit reinfallen, also sozusagen bin ich sozusagen dabei, die Dinger zu verkaufen. Den würde ich als nächstes veräußern für 13.000 und dann in der Hoffnung sozusagen dafür versuchen, größere Fahrzeuge zu bekommen. Also größere Solo-Fahrzeuge vor allen Dingen. Um die dann, ja, einsetzen zu können, ne? Um den Bedarf von den mehreren Fahrgästen, die wir mittlerweile haben. Man kann ja schon gut sehen, dass wir relativ sehr viele Fahrgäste dazu gewonnen haben. Schon fast. Also wir sind schon bei 20.000 Fahrgästen. Letzte Woche lag das hier bei 15.000. Die Woche davor sah das auch schon besser aus. Aber hing das teilweise damit zusammen, weil wir da ja auch ein Stadtfest sozusagen hatten. So, wird hier nur ein Line City A21 angeboten. Würde ich kurz mal was ausprobieren. Ich hatte vor kurzem mal was gesehen. Märklin-Werbung. Ne, okay, dann ist es das falsche Fahrzeug. Okay. Ne, dann auch wieder hier ein Mercedes-Benz O530. O530 Citaro. Diesmal in einem schönen Blauton. Und das ist dann jetzt sozusagen Wagen 5. LB 005. Und die Fahrzeugflotte sozusagen. Keine Ahnung, warum er da jetzt nicht aufleuchtet. Fahrer 18 ist unterwegs. Fahrer 19, da haben wir ihn. So, Bus ist ausgewählt, aber wird hier wie gesagt noch nicht angezeigt. Mal gucken, wenn ihr es... Nee, wird nicht angezeigt. Warum? Keine Ahnung.
Das kann ich jetzt leider irgendwie nicht beantworten. So, der eine hat hier gleich noch, oder Wagen 3, der ja auf der 1 unterwegs ist, hat gleich eine Betriebsfahrt, aber hier haben wir schon wieder ein Fahrzeug, was wieder reinkommt. Weisen wir hier auch auf der Linie 1 mit einer Hotelfahrt sozusagen zu. Fahrer 20. Und dann bräuchten wir bald auch wieder 2 Solo-Fahrzeuge. Also Wagen 1 ist ja mit dabei. Also Wagen 3 und Wagen 2. Wagen 2 kommt als erstes rein. Ja, könnte aber auch vielleicht Wagen 1 sein. Also wie gesagt, das ist jetzt schwer rauszusagen, welches. Doch, Wagen 1 kommt als erstes rein, alles klar. Und dann kommt Wagen 3 rein. Gut, die werden wir dann beide gleich auf die 3 sozusagen zuweisen. Dass sie dort dann nochmal ein bisschen verkehren können oder laufen können sozusagen. Wagen 3 ist sogar auch schon, kommt schon rein. Ne, sogar bei. Ja, schade. Wagen 3 ist nicht einsatzfähig. Einmal Blinker und Bremsbeläge können wir hier schon mal neu machen. Dann muss Wagen 1 mit Fahrer 27 auf die 3 und da brauchen wir nur noch mal noch ein weiteres Fahrzeug. Da kommt dann aber bestimmt gleich hier Wagen 2 noch dazu. Ne? Also von der Zeit her müsste er es eigentlich schaffen. Wagen 7 und Wagen 4 könnte vielleicht doch ein bisschen zu knapp sein. Also das würde nicht mehr rechtzeitig schaffen. Wagen 14 einmal zur Tanke. Wagen 13 ist auch defekt. Auch nur, aber nur Blinker tauschen. Dort aber, wie gesagt, nur den Blinker einmal tauschen. Und da kommt jetzt Wagen 2 rein. Das ist gut. Hoffentlich ist er auch in den akzeptablen Zustand. Einmal tanken und einmal sauber machen, bitte. So, und Wagen 3 scheint noch rechtzeitig wieder rauszukommen. Ne, glaube ich auch nicht. Schade. Gut, dann müssen wir Wagen 7 dafür einsetzen. Mit Verspätung. Wäre natürlich schön, wenn es anders wäre, aber leider nicht. Wagen 7. Gut, das ließe sich leider nicht anders regeln sozusagen. Aber immerhin läuft das ganze Sache wieder, ne? So, Wagen 2 können wir dann jetzt gleich hier auf die Linie 2 zuweisen, mit den beiden Hotellinien sozusagen. Und zwar natürlich speziell die Rückfahrten. Da kommt schon Wagen 4 rein, aber so wie der Wagen aussieht, müssen wir den gleich einmal in die Waschstraße schicken. Ja, wie ich schon gesagt habe, muss das Fahrzeug gleich dorthin. Und dann dort einmal gereinigt werden. So, das ist ja der, den wir leider etwas verspätet losgeschickt haben. Aber der braucht ja im Grunde nur eine Tour fahren und dann hat er die Verspätung ja eigentlich schon wieder draußen. Und braucht auf der ja, wie soll ich sagen, bei der ersten Tour sozusagen dann nur eine kleine, hat er dann schon seine nächste Pause oder kann hier noch ein paar Minuten sozusagen warten. Also Pausen bekommen die Fahrer auf jeden Fall bei uns genügend. Also Verschnaufspause, Zigarettenpäuschen oder je nachdem wie man es, oder Toilettenpause, ist jedenfalls immer alles mit gegeben. So kann man es sagen, ne? Dass das auch immer mit berücksichtigt wird sozusagen, so kann man das sagen, genau. Gut. Dann nochmal nach weiterem Fahrpersonal schauen. Oh, das wird jetzt ein bisschen schwierig. Den können wir auf jeden Fall nehmen. Jetzt brauchen wir neue Schließfächer und müssen wir Pausenangebot und sowas etc. alles einmal ausbauen.
Also auch wieder ein bisschen investieren sozusagen. Also weitere Schließfächer. Dann können wir hier wieder eine Reihe dazu packen. So. Da haben wir jetzt wieder ein paar stehen. Und dann errichten wir hier sozusagen im Pausenraum eine weitere, gemütlichere Sitzgruppe. Fenster. Tür. Da, Fenster. Schöne, gemütliche Sesselchen. Hier ein Tischchen. Ne, die Fackel nicht da. Und... ja, klasse. Das hat sich am meisten. Wenn die sich da irgendwo rein spawnen lassen, sozusagen. Nur um wieder ein bisschen Ärger zu machen. So, jetzt noch eine Stehlampe. Jetzt ist das Ganze schon ausgetüftelter, sozusagen. Die ganze Sache, sozusagen. So, Fahrer 38. Da unten haben wir ihn. Und dann einmal Fahrer 7 auf die 3. Die nächsten Solo-Fahrzeuge kommen relativ spät rein, so wie es aussieht. Oder hier haben wir noch einen. Der kommt so... ach, könnte knapp werden. Könnte echt knapp werden, die Geschichte. Im Grunde brauchen wir eigentlich, so wie ich das jetzt momentan sozusagen betrachte, vielleicht doch noch 2, 3 Solo-Fahrzeuge extra, also zusätzlich, um das Ganze ja auch noch irgendwie bedienen zu können. Aber wer weiß, wie es aussehen wird, wenn wir die Linie 4 sozusagen dann in Betrieb genommen haben. Ob sich dann hier diese Zahlen auch irgendwie ändern werden oder ob sich da was dann sozusagen tun wird, sozusagen, ne? Gut, hier auf der 1 und auf der Linie 2. Da müssen wir dann jetzt erstmal Gelenkbusse einsetzen. Das bleibt dann leider nicht anders übrig, sozusagen. So, das Fahrzeug müsste jetzt gleich wieder reinkommen. Ja, da macht es sich auch schon auf den Weg. Aber ich weiß nicht, ob das Ding rechtzeitig reinkommt. Zur Not hier auch nochmal einen Gelenkbus einsetzen. Auf der Linie 3. Wagen 12 einmal betanken. Da kommt Wagen 1. Perfekt. Den können wir nochmal auf der 2 einsetzen. Mit Fahrer 24. Ich glaube, Fahrer 22 habe ich, glaube ich, vergessen, ne? So wie es aussah. Da kommt schon das nächste Fahrzeug rein. Auch in Ordnung. Wagen 10 ist in einem guten Zustand. Das ist doch erfreulich. Fahrer 22 auf Wagen 10. So, und da haben wir jetzt nochmal Wagen 9. Und da kommt jetzt nochmal Fahrer 28 drauf. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, ich meine, das sind dann jetzt alle Zuweisungen, die wir hatten. Außer die Hotelfahrten kommen natürlich wieder dazu. Die müssen wir auch nochmal abarbeiten. Da habe ich die falsche Haltestelle gewählt. So. Und die nächsten sind ja eigentlich hier alle oben in der Nähe des Lübecker Hauptbahnhofs. Also in der Regel auch wieder eine schöne Strecke sozusagen. Also sozusagen eine gerade Linie kann man hier sozusagen schon durchziehen. Hier haben wir wieder nur 2 Hotels. Aber die befinden sich auch mehr oder weniger sozusagen auf der gleichen Höhe sozusagen. So kann man das auch sagen. Wunderbar. Bestätigen das Ganze. Dann haben wir das auch schon mal mit drin. So.
Wagen 7 ist wieder da. Das ist perfekt. Wagen 6. Wagen 8. Gucken wir mal, ob wir das Ding verkaufen können. Für einen guten Preis. Dann können wir das auch nochmal gegen einen größeren Solo-Fahrzeug sozusagen eintauschen. Wäre auch momentan ein Fahrzeug da. Wagen 5 zeigt hier immer noch nicht an. Vielleicht wahrscheinlich erst, wenn ich das hier einmal neu starte. Könnte ich dann erst später sehen. Schwimmschule Duck Lübeck. Ausflugsfahrt. Da werden wir dann wahrscheinlich einen Gelenkbus benötigen dafür. Können wir hier die Haltestelle, also hier die Leute abholen. Und dann fahren wir hier einmal zum Freibad Mäusling und wieder einmal zurück. Und zwar am Montag ab 10 Uhr. Alles klar. Also ab der nächsten neuen Woche werden wir auch mit der Linie 4 sozusagen starten. Angebot erhalten, das ist gut. Ja, darüber kann ich nicht meckern, das ist nicht schlecht. Probieren wir es mit 25.000, was wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Oder doch, hat funktioniert, große Klasse. Das ist gut, das ist gut. Nur ich habe jetzt leider vergessen, welches Fahrzeug ich jetzt hier vergessen habe zu verkaufen. 5, 6, 7, 8 müsste es, glaube ich, sein, ne? Ja, Wagen 8 müsste das sein. LB 008, wunderbar. 08. Einmal Licht, einmal Reifen, Bremsbeläge können wir auch gleich neu machen. Dann bestellen wir mal wieder ein bisschen ein paar Lichter, Blinker. Also wieder Ersatzteillager sozusagen wieder auffüllen, ne? Gut, damit haben wir eigentlich fast, glaube ich, alle kleinen Fahrzeuge, die wir jetzt hatten. Die, sagen wir jetzt mal so, unter eine Kapazitätsmenge unter 80 Fahrgästen sozusagen lagen. Müssten wir jetzt eigentlich alle verkauft haben. Genau. Jetzt haben wir, okay, ein defektes Fahrzeug. Das ist Wagen 8. Okay, der wird ja aufbereitet. Aber ansonsten sind nur noch die MANs, die beiden, die wir haben, sind die einzigen, die die kleinsten Solo-Fahrzeuge sind. Ansonsten dominiert momentan sozusagen die Fahrzeuge von Mercedes-Benz. Gefällt mir persönlich sehr gut. Hatte ich aber auch, glaube ich, schon mehrmals erwähnt gehabt, dass ich die Fahrzeuge von Mercedes bisschen mehr mag als von anderen Herstellern. So, der Bürgermeister. Event in der Stadt von Samstag bis Montag. Alles klar. Das heißt, wir haben dann am Samstag erhöhten Fahrgastaufkommen. Da haben wir ja auch einige Gelenkbusse ja auch da. Und es ist ja auch keine Zusatzfahrten sozusagen zu erwarten. Also außerplanmäßig, also sprich Shuttle-Service oder irgendwelche Ausflugsfahrten, bis auf die eine Sache für die eine Schule hier sozusagen hier oben. Ist da ja sonst eigentlich nichts geplant. Müssen wir das eigentlich relativ sehr gut durchbekommen. Wie sieht es mit dem Ticketverkauf aus? Kurz- und Einzelfahrkarten sind leicht gestiegen. Der Rest geht allerdings leicht wieder zurück. Hier haben wir gestern noch ein bisschen Geld vermacht mit dem Einkauf von neuen Fahrzeugen und so weiter. Lief ja auch alles relativ prima. Gestern hatten wir auch noch relativ viel, war ja einer der beiden Shuttle, wir hatten ja gestern ja auch noch einen Shuttle-Service irgendwo hier in diesem Gebiet laufen, irgendwo Herrenburg oder irgendwie sowas war das ja. Dass da ja was noch lief. So, hier brauchen wir jetzt schon gleich am Freitag gleich einen Gelenkbus auf der Linie Linie 2. Ich meine, Gruppe 7 oder 8 hatte ich doch schon, ne? Also Gruppe 4, 21. Ja, da leuchten die auf. Okay, dann müssen wir mit Gruppe 1, also Fahrer 1, Gruppe 1 sozusagen anfangen. Sind die sozusagen als nächstes
oder jetzt dran. So, Wagen 9 kommt wieder rein, wunderbar. Fahrer 2 auch einmal einen Gelenkbus. Der hätte eigentlich auch ein Solofahrzeug gereicht. Habe ich jetzt persönlich jetzt nicht besonders gut drauf aufgepasst, aber egal. Fehler passieren immer wieder. Hier haben wir einmal eine Innenreinigung notwendig. Okay, hier können wir ihn einmal zur Waschstraße schicken. Auch einmal Waschstraße. Da habe ich jetzt leider nicht so sehr drauf geachtet. Wagen 13 kommt ja auch einmal in die Waschstraße rein. Wagen 15 ist noch in Ordnung. 19 auch. 16 ist auch noch in Ordnung. Gut, hier können wir jetzt einmal auf der 2 auch ein Solo-Fahrzeug einsetzen. Das ist hinnehmbar. Jetzt kommt die Linie 1. So, Wagen 13 wird einmal sauber gemacht, sozusagen von außen, aber immerhin reicht ja auch erstmal vollkommen aus. Linie 2 wieder. Auch wieder mit einem Gelenkbus notwendig. Wagen 15. Ja, und der Button taucht wahrscheinlich jetzt nicht auf, weil das auch wahrscheinlich damit irgendwas zu tun hat, ne? Große Klasse, große Klasse. Fahrer 29, da unten haben wir ihn. Einmal Solo-Fahrzeug. Aber hatte ich hier eigentlich überhaupt... Nee, da kann ich ja nichts machen. Das stimmt, aber die anderen Linien... Nee, die haben auch noch keine Freitags-Sonderfahrpläne sozusagen drin. Ja, es ist jetzt fürs Wochenende, okay. Aber ist jetzt auch kein großer Bedarf für das Wochenende sozusagen zu erwarten. Wie sieht es hier auch auf der 1 aus? Auch gerade mal so höchstens, also... Aber hier sieht es noch relativ schwach aus sozusagen. So, dann haben wir noch einmal hier wieder die Linie 3. Fahrer 33, Wagen 2. Irgendwas an Forschung, die wir noch betreiben können. Sinnvolle Forschung sozusagen vor allen Dingen. Nee, momentan erstmal nicht wirklich. So wie es aussieht, haben wir gestern, also haben wir so gut so knapp, wenn man es so berücksichtigt, weil wir hatten ja diese Aufgabe, würde ich mal so sagen, dass wir am Tage vielleicht so um die 80 Fahrten momentan haben. Also so sieht das jedenfalls für mich aus. Ist doch auch schon relativ vernünftig, also ganz, ja, ordentlich sozusagen. Aber mehr kann ich natürlich immer sagen. Das steht außer Frage. So. Gut. So. Jetzt müssen wir erstmal irgendwie den Freitag wieder durchkriegen oder warten, bis die nächsten Zuweisungen kommen. Aber das kriegen wir ja auch noch wieder relativ schnell durch. Oder wir gucken nochmal nach weiterem Fahrpersonal. Das brauchen wir sowieso. Wir brauchen ja jetzt noch 2, 4, 6, 8. 4 weitere Fahrer brauchen wir sowieso. Fahrpersonal bitte. Den können wir einstellen. Und der Rest können wir eh nochmal probieren. Ja, okay. Gut, brauchen wir dann eigentlich noch 2 weitere Fahrer, um das doch einigermaßen vernünftig hinzubekommen. Fahrer 49 und einmal Fahrer 50.
49 und Fahrer 50. Gut, 2, 4, 6, 6, 8. Moment. 2, 4, 6, 8, 12. Ja, also 12 Fahrer hätte ich zwar eigentlich ja schon zusammen, aber ich brauche ja auch noch 2 Reservefahrer, so wie ich das hier immer so gerne nenne. Und erst wenn ich sozusagen die auch wirklich voll habe, dann werde ich hier die Vertragslinie starten. Wie sieht es denn Samstag aus? Also durchgehend eigentlich fast immer so alle 60 Minuten ein Fahrzeug zu einer auch doch relativ vernünftigen Zeit, würde ich mal sagen. Aber 7:41 Uhr. Dann würden es eigentlich nur 2 Fahrzeuge am Wochenende sein. 8:14 Uhr. Ja, da würden es nur 2 Fahrzeuge sein, aber es sagt ja auch mindestens 3 Fahrzeuge. Gut, dann schaue ich nochmal so gegen 12 Uhr nochmal nach weiterem Fahrpersonal. Falls sich doch noch da irgendwelche guten Fahrer sich sozusagen melden. Ja, können wir auch noch mal ein bisschen gucken. Hier, ja, eigentlich wäre es eher ratsam, auf der 2 doch dauerhaft irgendwie Gelenkbusse einzusetzen, so wie es aussieht. Ja, sieht alles momentan ein bisschen schwierig aus, das Ganze. Also hier die... Einfach ist es nicht. Nee, nee, das ist es nicht. Aber es ist alles irgendwie mehr oder weniger sozusagen machbar. Das Ganze hier, die ganzen Sachen sozusagen. So, hier brauchen wir wieder einen Gelenkbus. Wäre ratsam sozusagen. Dann haben wir jetzt hier eine Hotelfahrt auch schon mal mit drin. Da reicht ja normales Fahrzeug eigentlich auch vollkommen aus. Ach, ich habe wieder den falschen Fahrer ausgewählt. Kacke, ich habe da nicht drauf geachtet. Gut, okay. Wenn dann Gruppe 3 drankommt, muss ich dann eben halt aufpassen. Kommt zwar heute auf jeden Fall auch noch dran, das steht klar. Aber dann, ja, muss ich ihn eben halt so behandeln, als wäre er schon unterwegs gewesen, ne? Gut, Fahrer 14, da haben wir ihn. So, alle Solo-Fahrzeuge sind zugewiesen. Wird dann nur interessant zu werden, wann das erste Fahrzeug wieder reinkommt. Ich schätze mal so gegen Mittag kommt das Fahrzeug wieder rein. Hat da ja ungefähr so 2 Minuten Aufenthalt. Genau, der kommt so gegen Mittag wieder rein. Hier haben wir auch schon einen Gelenkbus, der wieder reinkommt. Der müsste auch gleich dran sein, alles klar. Einmal automatisch gespeichert, das ist doch gut. Und Serviceraum könnten wir auch mal wieder vergrößern. Das steht auch außer Frage. Wagen 11 einmal betanken. Das ist hier auch schon sehr überlaufen sozusagen. Also das sieht man sehr gut. Also müssen wir hier auch dann nochmal als nächstes ausbauen sozusagen, den Serviceraum sozusagen, ne? So, Fahrzeug ist hier noch unterwegs. Oh, mal gucken. Aber es müsste eigentlich immer machbar gewesen sein, dass wenn da wir ein Solo-Fahrzeug sozusagen benötigen. Da kommt ja jetzt auch einer rein, wunderbar. Der braucht noch ein bisschen. Der braucht noch ein bisschen. So, dann kommt jetzt auch Wagen 5 wieder rein. Ist auch einsatzbereit. Das ist gut. Fahrer 15. Ja,
Fahrer 15 und einmal Fahrer 16. Die melden sich sogar schon freiwillig, das ist gut. Das ist sehr gut. Und hier kann man auch schon mal sehr gut sehen, es werden nur hauptsächlich Wochenkarten sozusagen verkauft. Und wenn jetzt gleich die Pause sozusagen beginnt, nutzen wir hier kurz mal die Zeit und vergrößern hier den Service Center. Diesmal noch ein bisschen größer. So, dass wir gleich nur noch 2 weitere Tische haben. Also Service-Tische sozusagen. Dann setze ich hier noch mal ein paar weitere Stühlchen rein, so dass sich da noch mehr Leute gemütlich hinsetzen können. So, haben wir jetzt 6 Schalter. Müssen wir da auch noch mal einige einstellen. Aber hier dürfte es eigentlich kein Problem werden. So, einen bräuchten wir noch. Dann gucken wir jetzt hier noch mal nach weiteren Fahrpersonal. Und die Sache sieht doch auch relativ gut aus. Jetzt sieht das doch wirklich gut aus. Wunderbar. Jetzt haben wir hier die Sache auch komplett voll. Fahrer 51, 52 und 53. Haben wir für die 4 schon alles zusammen. Und dann können wir in der nächsten Folge die Linie 4 in Betrieb nehmen. Auch wenn ich eigentlich ja schon erwähnt hatte, dass ich das eigentlich am nächste Woche sozusagen machen wollte. Also nach dem Wochenende sozusagen. Aber würde ich das sozusagen eher machen. So, weitere Schließfächer brauchen wir hier wieder. Das heißt einmal Flur ausbauen. Da eine Reihe, 2 weitere Schließfächer. Das Ding müssen wir hier einmal drehen. So, perfekt. Jetzt haben wir wieder eine neue Reihe für Schließfächer. Ich gucke nochmal. Achso, Pausenraum vergrößern. Und bevor ich das verpasse, Fahrer 26 auf die 2 und einige Hotelfahrten. Fahrer 26, genau. Nehmen wir lieber Wagen 1. Wagen 3 muss in die Waschstraße. Dasselbe gilt auch für Wagen 2. Aber jetzt erstmal schnell Pausenraum vergrößern. Tischkicker sozusagen hier hinsetzen. Auch hier ein Fenster reinsetzen zum Rausgucken. So, was haben wir hier? Achso, nur eine Hotelfahrt, okay. Müssen wir kurz mal warten, bis hier die Fahrzeuge sozusagen wieder freigeschaltet sind. Das Fenster hier platziere ich auch einmal um. Wunderbar. Und wenn wir sozusagen hier die nächste Reihe voll haben, dann kommt auch die Gestaltung hier auf die Seite vom Pausenraum sozusagen. So, Wagen 3 ist einsatzbereit. Nehmen wir mal schnell einer unseren Azubis hier. Fahrer 46 können wir dann dafür einmal nehmen. Kann er sich dann auch schon mal ein bisschen fortbilden, ne? Fragt er sich wahrscheinlich schon sicherlich auch deswegen, wann denn seine Ausbildung sozusagen vorangeht. Seine Karriere, ne? Wird erst richtig durchstarten, wenn wir die Linie 4 in Betrieb aufnehmen, aber in der Zwischenzeit kann er natürlich auch Extratouren sozusagen fahren, nutzen, durchführen und so weiter und so weiter. Ja, mal gucken, vielleicht können wir noch schnell Wagen 1 auch noch einmal betanken. Nee, das war zu spät. Das war jetzt zu spät, aber da gibt es noch wesentlich Schlimmeres als das. Gut. Also haben wir doch auch schon heute wieder. Ja, also läuft relativ gut. Da kommt schon wieder was für die Linie 2 wieder raus. Fahrer 30. Da unten haben wir ihn auf Wagen 2 auf der Linie 22.
Wagen 15 einmal tanken und auch einmal in die Waschstraße. Wagen 14 ebenfalls. Und Wagen 11. Ne, da sieht noch alles gut aus. Da sieht noch mal alles gut aus. So, sobald Wagen 1 wieder reingekommen ist, da kommt er jetzt... Habe ich da jetzt irgendwas übersehen, oder? Der hat jetzt gleich wieder eine Betriebsfahrt. Das ist schon mal gut. Fahrer 46. Beschädigungen am Fahrzeug. Na, klasse. Ach, das ist das Fahrzeug. Okay, müssen wir hier einmal kurz mal Reifen schnell wechseln. Hoffentlich geschieht das schnell genug, so dass wir ihn nochmal wieder auf die 3 rausschicken können. Hallo Chef, das Arbeitsumfeld ist klasse. Ich bin so froh, diesen Job gefunden zu haben. Dankeschön, 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 Dankeschön. Mechaniker. Da haben wir nur momentan noch einen drin. Haben wir nur einen. Stellen wir den hier nochmal als Azubi rein. Wenn wir hier mehrere Fahrzeuge haben, die wir instand setzen müssen, dann können wir das dann auch darüber sozusagen machen. Okay, Wagen 3 ist einsatzbereit. Wagen 35, da habe ich ihn. Oder Fahrer 35. So, kommt jetzt irgendein Solo-Fahrzeug jetzt rein für die 1. Nein, sieht nicht danach aus. Schade. Gut, dann bleibt uns da nichts anderes übrig. Fahrer 36 auf den Wagen 11. Fahrer 5. Müssen wir dann einmal überspringen. Weil der ist ja schließlich ja schon unterwegs gewesen. Durch meine eigene Blödheit mal wieder sozusagen. Ja, Fahrer 17. Ja, hier können wir wieder ein bisschen warten, bis vielleicht ein Solo-Fahrzeug wieder reinkommt. So, Wagen 12 ist das, ne? Wagen 13, okay. Einmal tanken, einmal eine Innenreinigung durchführen. So, Wagen 7 kommt wieder rein und auch Wagen 5, das ist schon mal gut. Wagen 5 ist in Ordnung. Den können wir gleich rausschicken. Nein. Ich brauche Fahrer 18. Da, Fahrer 18. So, Wagen 7 ist auch in Ordnung. Das ist doch großartig. Perfekt für Fahrer 19 und Fahrer 20. Kommt auf Wagen 10 rauf. Wunderbar. Da haben wir auch keine Probleme. Fahrer 20, perfekt. Und auch keine größere Reinigung vonnöten, sozusagen. Das läuft doch sehr gut, das Ganze. Sehr, 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 sehr gut. Das freut mich, das freut mich, das freut mich. Ja, und auch wir sind so knapp bei 90 gestartet, ne? Ah, bis jetzt so knapp 70 Fahrten haben wir jetzt schon abgeschlossen. Kleinen Moment. So, verzeiht bitte nochmal den kleinen Anruf eben. Die kurze Unterbrechung war mehr oder weniger sozusagen was Privates. So, hier nochmal die Hotellinien sozusagen wieder zuweisen. Ja, auch wieder eine sehr schöne Strecke. Die gefällt mir persönlich auch sehr gut. Das wird jetzt wieder ein bisschen schwieriger. Hier so eine Art T-Form oder T-Linie nenne ich das jetzt mal so. Einmal hier, einmal da. Und wieder zurück. Ja, gut. Einmal so annehmen, bestätigen. So, und dann hatte ich ja auch noch vorhin erwähnt gehabt, dass wir hier noch ein bisschen Betriebsgelände noch ein bisschen weiter ausbauen müssen, ne? Werde ich auch machen, also für die fahrzeugtechnisch gesehen. Und zwar würde ich hier 3 weitere Stellplätze errichten. Ich meine, es müssten hier 3 oder 4 Stellplätze sein, wo die Gelenkbusse sozusagen stehen. Wenn die dann später alle wieder sozusagen zurück sind, werde ich die dann sozusagen einmal
umstellen und die kommen dann sozusagen hier unten rein. Also hier kommt eine Reihe mit Gelenkbussen, hier kommt eine Reihe mit Solobussen sozusagen rein. Und dann würde ich den Platz hier voll machen mit Solobussen, so dass wir hier dann auch eine schöne Auswahl an oder größeren Bedarf oder Vorrat oder eine größere Sammlung an Solo-Fahrzeugen haben. Kleinen Moment bitte. So, da bin ich wieder. Wieder sozusagen nur ein kleines Telefonat sozusagen gehabt. Ja, und ja. Also hier stelle ich dann die weiteren Gelenkbusse rein, wenn die jetzt bald wieder reinkommen. Und dann haben wir noch weitere Solo-Fahrzeuge sozusagen zur Verfügung. Die wir wahrscheinlich dann auch noch vielleicht irgendwie benötigen. Vor allen Dingen am Wochenende. Aber wie gesagt, in der nächsten Folge werde ich ja dann wahrscheinlich auch dann die Linie 4 mit in den Betrieb aufnehmen können. Ja. Genau. Da würde jetzt noch ein Fahrer... Ne, da haben wir ja schon alle voll, genau. Die 12 Fahrer haben wir im Grunde eigentlich voll. Fahrer 17. Benjamin Wirke hat... ist mit einem Smartphone am Steuer erwischt worden. Okay. Okay, die Strafe bezahlen wir aber wenn er Punkte bekommt, dann ist er selber dran schuld, ne? So, es sind noch nicht alle Fahrzeuge da und es sind auch noch 2 Gelenkbusse, wie gesagt, unterwegs. Nur die beiden stelle ich hier schon mal runter. Nee, tanken wollte ich nicht zusagen. Egal. Aber hier schon mal das nächste Fahrzeug reingekommen. Das können wir dann auch hier wieder mit zuweisen. So, und dann ist hier schon das letzte Fahrzeug von den Gelenkbussen, die wir haben. Gut, hier können wir dann, wie gesagt, noch weitere Solo-Fahrzeuge unterbringen. Und theoretisch, ja, kann ich eigentlich schon mal machen. Hier noch 3 weitere Stellplätze hinstellen. Und dann haben wir auch noch genügend Platz. Auch noch für 3 weitere Gelenkbusse. So, Wagen 5 ist wieder da. Man merkt es auch, ich habe jetzt die Anzeige sozusagen vom Zustand des Fahrzeugs und sowas ist jetzt ja hier jetzt mit drin. Ja, habe ich einfach deswegen gemacht. Ich habe einmal kurz sozusagen neu gestartet, um die Sache sozusagen zu bekommen. Sieht so aus, als ob wir mit der Gruppe 4 auch schon wieder durch wären. Alles klar. Obwohl das alles mehr oder weniger so ein bisschen fragwürdig aussieht. Fangen wir doch nochmal mit Gruppe 4 an. Kommt mir momentan alles so ein bisschen mehr oder weniger leicht sparenisch vor, ne? So, vorspringen können wir zwar noch nicht, weil wir hier noch ein Fahrzeug haben, wo noch dran gearbeitet werden muss. Aber das dürfte relativ schnell durchgeführt werden. Eine Sache ist ja schon mal durch, das Tanken. Dann fehlt jetzt noch die eigentliche Grundreinigung, also sprich einmal innen, einmal außen. Fahrer 8, Wagen 5. Ja, reicht dafür vollkommen aus. Wunderbar. So, na kommt Leute, ich will noch mal schnell in die Zukunft springen, sozusagen. Ja, dann fährt er jetzt gleich noch mal in die Waschstraße rein. Linie 2 und die Linie 3 sogar, alles klar. Fahrer 21, da unten habe ich ihn. Wagen 3, sehr schön. Ah, jetzt können wir nicht mehr in die Zukunft springen, egal. Gut, da kommt schon der nächste Auftrag. Fahrer 22, wunderbar. So, die ersten Fahrzeuge sind auch schon draußen und am Wochenende haben wir, glaube ich, sowieso geringere Umläufe sozusagen. Also, wenn man sich das hier mal anguckt,
6:15 Uhr. 2. Ja, sind es hier auch 2 Fahrzeuge? Ja, also dürfte da eigentlich keine größere Veränderung sozusagen eigentlich anliegen, sage ich jetzt mal so, ne? Wieder die Linie 4, perfekt. 3 meine ich. So, und dann haben wir jetzt ja auch noch das Stadtfest. Dürften theoretisch dadurch auch noch mal mehr Fahrgäste zu erwarten sein. Nur wie das dann auch alles sich herausstellt und herausentwickeln wird, wird sich dann natürlich dementsprechend alles zeigen. Tja, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr einmal den Kanal abonnieren würdet und natürlich dem Video einen Like dalassen würdet, ne? Ansonsten noch einen schönen Tag, sonst Abend und so weiter. Bis denn und tschüssi!